Siemens has been supplying trams around the world for decades. It is environmentally friendly and reduces urban traffic loads. A tram with 300 passengers corresponds to 150 cars. The trend in the automotive sector is clearly pointing towards autonomous driving. Siemens is accompanying the trend. The first step in this direction was the driver assistance system for collision avoidance. It is currently being retrofitted into the trams of Ulm and The Hague. Siemens is presenting the next level of the intelligent tram in Potsdam and has found a valuable partner for this project in the VIP, Potsdam's public transport operator. Die große Kunst ist eben im Verkehrsraum mit anderen Verkehrsteilnehmern, Fußgängern, Straßenbahnfahrern, Autofahrern, ein solches Gefährt sicher durch die Straßen zu bewegen. Und darum war es ein Gebot der Stunde zu schauen in einer Stadt, die wächst, die ständig mehr Verkehr hat, wo natürlich kritische Situationen sind. Wie können wir das System Straßenbahn sicherer gestalten, noch sicherer gestalten? Autonome Metros und U-Bahnen fahren heutzutage in geschlossenen Systemen. Die autonome Tram hingegen muss sich den Herausforderungen einer offenen Infrastruktur stellen. Sie fährt gemeinsam mit PKWs, mit Radfahrern, mit Fußgängern im öffentlichen Raum. Die Verkehrssituation ändert sich ständig. Das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer ist nur schwer vorherzusagen und somit nicht einfach für ein technisches System zu programmieren. Dafür besitzt sie verschiedene Sensoren wie LiDAR-Scanner, Radarscanner und Kamerasysteme. Die Wahrnehmung der Umgebung ist aber nur der erste Schritt zum autonomen Fahren. Hochkomplexe Algorithmen bewerten ständig die Fahrsituation und geben eine Prognose über zukünftige Verkehrslagen. Letztendlich müssen diese Algorithmen dann das Verhalten der Tram steuern. Wie ein menschlicher Fahrschüler muss auch das System der autonomen Tram lernen, mit definierten Standardsituationen umzugehen, um dann insbesondere halt auch in neuen, unbekannten Situationen die richtigen Schlüsse aus den bekannten Abläufen zu ziehen. Das System auf der Testtram wird jetzt bereits seit einigen Monaten trainiert und ist mittlerweile in der Lage, auf einem definierten Streckenabschnitt der Verkehrsbetriebe Potsdam selbstständig zu fahren. Dieser Streckenabschnitt enthält 3 Herausforderungen. Das sind unsignalisierte, schlecht einsehbare Kreuzungen, Haltestellenbereiche mit hohem Fußgängeraufkommen im Einzugsbereich von 2 Schulen und eine Rechtsabbiegung über eine Straße. Siemens is very satisfied with the progress in the project. Several important milestones have already been reached. The company will now continue to help shape the development of the autonomous tram.